Es ist einfach unglaublich. Ständig mache ich welche weg, dauernd sind neue da und wenn man nicht aufpasst, werden sie so groß. Na, wer von euch weiß, wovon ich rede? Zucchini. Wahnsinn. In der Größe mag ich sie ja noch ganz gerne, aber wenn sie dann diese Größe da erreicht haben, einfach zu groß. Natürlich kann man sie noch essen in der Größe, gar kein Problem. Man kann Scheiben runterschneiden und sie in der Pfanne braten oder auch paniert schmecken die gut. Aber ich habe so viele und die großen, die werde ich verfüttern. Das kommt dann zu den Hühnern. Gillis, ja schaut mal her. But, 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 but. Da schaut mal hier, fein. Ihr mögt auch gern Zucchini, ne? Also Zucchini immer rechtzeitig ernten. Ich drehe sie einfach immer ab. Und so in der Größe sind sie für mich dann ideal. Ab in die Küche. Und da hängt noch mal so ein Riesenteil. Auch die kommt weg. Das ist auch wichtig, dass ihr die wegmacht. Hi. Sonst denkt die Zucchini-Pflanze ja, ich habe meine Schuldigkeit getan. Ich habe für Nachwuchs gesorgt. Hier sind nämlich die Samen, die Babys der Zucchini-Pflanze drin und muss keine neuen produzieren. Wenn ich ihr die wegnehme, dann fängt sie an, weitere Blüten und Zucchinis zu produzieren. Und schaut euch den wunderschönen Basilikum an, Genovese. Der ist zwar jetzt schon ein bisschen in die Blüte gegangen, macht aber nichts. Ernten wir jetzt. Da kommt ein Duft raus, Wahnsinn. Daraus gibt's Pesto. Man könnte den Basilikum natürlich auch ganz anders ernten, vorsichtig, sodass er dann wieder weiter wächst. Wir haben aber so viel, dass wir Überfluss haben und von dem her mache ich es lieber auf die schnelle Art. Habt ihr nicht genug Basilikum, dann einfach hier zum Beispiel ernten und jetzt können die zwei hier weiter wachsen. Aber wie ihr seht, wir haben hier wirklich ausreichend. Und zu dieser Pflanze hier, wer von euch erkennt's, zu der kommen wir gleich. Hier habe ich noch kleinblättriges Basilikum. Das lasse ich aber stehen später für die Tomaten, wenn die reif sind. Ja, es wird so langsam. Und auch hier im großen Gewächshaus haben wir noch Basilikum. Einen riesigen Busch African Green. Auch hier werden wir einiges abernten. Auch hier stehen die schon in der Blüte und was ich so schön finde, es kommen unheimlich viele Bienen und Hummeln hier rein ins Gewächshaus und schlürfen sich den Nektar aus den Blüten. Und neben der African Green haben wir noch eine Sorte, die hier African Blue. Auch hier ganz viele Bienen drin. Auch hier ernte ich mir ein bisschen was raus. So haben wir einfach die Vielfalt. Und meine Paprika hier nebendran, die kriegen mal wieder ein bisschen Licht. Denn das wächst ja wie Hölle hier. Dann ernte ich hier gleich noch eine Schlangengurke. Sind die nicht wunderschön? Da kommt ein Duft raus, wie parfümiert. Und jetzt müssen wir ein bisschen zupfen. Das heißt, jetzt ist ein bisschen Arbeit angesagt. Und das Schöne ist, ich habe ja den Flotti-Rigotti-Modus. Drückt einfach auf den Button, dann geht's Flotti-Rigotti weiter. 3, 2, 1, Start. Und hier hat mich mein Mikrofon verlassen, deswegen mit dem Ton aus dem Off. Mit dem Zupfen bin ich fertig und die Reste hier, es duftet, die werde ich nicht auf den Kompost schmeißen, die kommen jetzt woanders hin.
Ich setze mich mit dem Körbchen Basilikum ins Auto und ich sag hier, was ich überhaupt nicht mag, das sind diese stinkenden Raumlufterfrischer. Kennt ihr das? Wunderbaum und Co. Hier habe ich zum Beispiel ein Stück Minze reingemacht vor den Lüfter. Das ist schon vertrocknet, riecht auch sehr gut. Und jetzt habe ich hier mein Basilikum und lasse es trocknen. Es ist ziemlich warm im Auto und es kann hier jetzt schön ausduften. Und diese künstlichen Raumlufterfrischer, die gehen mir so in die Nase, ich kann das nicht riechen. Das gelbe Schild hier ist außerdem kein Wunderbaum. Das ist nur mein Schild, Imker im Einsatz, damit die Leute wissen, ich bin im Namen der Biene unterwegs. Wisst ihr, dass ich bei meiner Waage noch nie die Batterie gewechselt habe, obwohl ich sie schon ewig habe? Ich zeige euch den Trick. Es ist ganz einfach eine manuelle Waage. Kauft sowas anstatt diese elektronischen. Die hier ist jetzt nicht ganz so genau, 20 Gramm genau, reicht mir aber für die meisten Sachen aus. Es gibt aber auch genaue batterielose Wagen. Und dann schauen wir mal, was draus geworden ist. Das sind jetzt hier so etwa 260 Gramm allerbestes Basilikum. Und nach Originalrezept kommt was rein? Pinienkerne. Wir haben aber Walnüsse und die Walnüsse schmecken genauso gut. Hier brauche ich 200 Gramm. Die Mengenangabe auf 100 Gramm Basilikum mache ich euch unter das Video. Dann braucht ihr noch Parmesan. Das wird eh alles gemixt, deswegen nur grob klein schneiden, dann hat es der Mixer nicht so schwer. Wusstet ihr, dass Parmesan von Natur aus Glutamat enthält? Deswegen schmeckt er so intensiv. Bene. Und Knoblauch. Ich mag Knoblauch sehr gern, deswegen kommt bei mir ein bisschen mehr rein. Auch hier müsst ihr nicht fein hacken, kommt ja alles in den Mixer. So ein Zauberstab, der arbeitet am besten in einem schmalen, hohen Gefäß. Deswegen nehme ich sowas hier. Da passt zwar nicht allzu viel rein, aber es mixt sich einfach deutlich besser. Knoblauch, Käse, Basilikum, Olivenöl und mixen. Dann könnt ihr immer hier Blätter nachstopfen, denn ähnlich wie beim Spinat, es fällt unglaublich zusammen. Ein bisschen Olivenöl nachgeben und weiter mixen. Beim Zauberstab immer von oben nach unten, also rauf, runter. Dann habt ihr ein gutes Mixergebnis. Und was ist verboten? Das hier. Nie abklopfen, immer abstreifen. Der Grund ist einfach, hier drin ist ja eine Welle vom Motor, die hier runter geht zum Messer. Und die Welle, die könnte einfach Schaden nehmen. Packe ich dann in eine extra Schüssel, damit ich wieder Platz habe für die nächste Charge. Blätter, Käse, Olivenöl. Mehr Knoblauch mache ich mir vielleicht am Schluss noch dran und wieder durchmixen. Und immer rauf, runter. Hier natürlich mit der stumpfen Seite des Messers arbeiten. Hier haben wir jetzt ungefähr nur 800 Gramm Pesto. Das werde ich jetzt mal abschmecken. Super gut, aber es fehlen Salz. Und für meinen Geschmack darf auch noch mehr Knoblauch rein und mehr Parmesan. Das mixe ich noch mal durch. Nochmal verkosten. Jetzt ist es gut. Oh, super.
Muss gar nicht zu fein sein. Es ist völlig okay, wenn da noch so ein bisschen stückige Nüsse drin sind. Ich mag das sehr gern, auf der Zunge total angenehm. Durchmengen. Und nochmal testen. Jetzt ist es perfekt. Genial. Mein Pesto, das fülle ich einfach in Schraubgläser ab und weil das Pesto ja viel Olivenöl enthält, achte ich darauf, dass ich Deckel nehme, die kein PVC enthalten. Zum Beispiel diese Blue Seal Deckel hier. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, schaut gerne mal bei der Steffi vorbei von Gläser und Flaschen. Kanal verlinke ich euch da oben. Die hat das sehr gut erklärt. Mein Marmeladentrichter, immer wieder super, gibt es verschiedenen Größen hier, Füllöffnungen. Ich nehme hier jetzt den großen für das Glas und rein damit. So geht nichts daneben, der Deckelrand bleibt sauber. Wenn ihr das im Kühlschrank aufbewahren wollt, dann geht her, gebt hier oben so ein bisschen eine Schicht Olivenöl drauf. So. Und so hält es euch einfach länger. Zuschrauben, ab in den Kühlschrank. Für das kleine Glas hier brauche ich jetzt den Aufsatz. Zack. Und so ein Glas könnt ihr wunderbar in der Gefriertruhe aufbewahren. Probiert's aus, da platzt nichts. Lasst oben ein bisschen mehr Rand, ein bisschen Luft, weil es dehnt sich ja aus. Gerade Wasser dehnt sich stark aus. Hier ist nicht mehr viel Wasser drin, da ist viel Öl drin. Aber wunderbar für die Gefriere. Und da hält's euch sehr lange. Hier unten habe ich ein Glas, das hole ich mal raus. Hier zum Beispiel Bärlauchpesto von 2022. Ihr seht, ist zwar voll, aber da platzt nichts. Wunderbar, Glas zu verwenden. Funktioniert bestens. Oh, ich muss mal bald wieder Fische räuchern. Und beschriften nicht vergessen. Ganz normales Papier könnt ihr entweder von Hand draufschreiben oder mit dem Drucker, wie ich es gemacht habe. Ihr braucht keinen Kleber zu verwenden. Wie es geht, zeige ich euch. Einfach einen ganz kleinen Teller und normale Milch. Ganz wenig, das reicht schon. Und hier benässt ihr dann eure Etiketten mit der Rückseite, nur ganz leicht. Und dann ab aufs Glas. Klebt wunderbar und lässt sich super leicht wieder ablösen. Der linksgrün versiffte Bio-Rigotti spritzt also doch Gift auf seine Pflanzen. Wusste ich's doch. Aber es ist tatsächlich nur ein Teil Milch und 8 Teile Wasser. Und hiermit benetze ich dann alle Blätter und hoffe, dass ich den Mehltau noch so einigermaßen in den Griff kriege. Die Blätter sind allerdings schon arg trocken. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass eine Wühlmaus ins Gewächshaus gekommen ist und sich unten an den Wurzeln zu schaffen gemacht hat. In der Hoffnung, dass meine Honigmelonen hier noch schön reif werden. Die schaut aber gut aus. Könnte schon noch was werden. Hier handelt es sich außerdem um den echten Mehltau. Den findet man auf der Blattoberseite. Nach so ein paar Behandlungen sehen meine Pflanzen zumindest nicht mehr ganz so schlimm aus, wieder etwas lebendiger. Und ich glaube auch, dass meine Melonen überleben werden. Was wirkt denn da eigentlich? Milch, ja, das sind die Milchsäurebakterien. Die sorgen auf der Blattoberseite für so ein Milieu. Das mögen die Pilze überhaupt nicht. Man kann dieses Milch-Wasser-Gemisch auch wunderbar vorbeugend einsetzen, um die Pflanzen zu kräftigen. Das Ganze funktioniert außerdem nicht mit Haarmilch, verwendet da nur Vollmilch. Wie viel Kilo hängen noch auf dem Baum? Ich mag gar nicht hinschauen. 25 wahrscheinlich.
eine Farbe, oder? Mhm. Einmal fein püriert und ich mag es lieber stückig. Bisschen sauer? Ja, ja. Ah. Ich hab dir ja gesagt, die sind relativ sauer. Mhm. Wunderbar. Soll ich dir einen kleineren Topf bringen? Ganz selten, dass mal meine Frau vor der Kamera ist. Ich freue mich umso mehr. Aber meine Frau ist für die Marmeladen zuständig. Mhm. Ich habe in meinem Leben noch nie Marmelade gekocht. Jetzt bin ich einfach mal dabei und schaue ihr zu. Es steigt jetzt mal mit so einem kleinen Topf ein. Und da hat er sich schon total verschätzt, wie viel da reinpasst. Mhm. Oh. Oh, das ist gut. Ich habe bei mir viel Zitronenschale drin, das schmeckst du richtig raus. Mhm. Schalte ich mal deinen Topf aus da. Der ist aus. Nee. Oh, nee, nicht ganz. Du darfst nicht mehr alleine kochen. Sein 628 Gläser verschiedenster Größe. 2 Gläser habe ich gerade eben verschenkt, es war gerade eine Bekannte da. Der haben wir 2 Gläser mitgegeben, sie sind noch ganz heiß und naja, unterschiedlich gefüllt. Das sind die, die stückiger sind, mag ich ja sehr gerne. Und meine Frau hat welche gemacht, die sind püriert, also fein. Und hier steckt jetzt gut ein halber Tag Arbeit drin, wenn man das jetzt mal hochrechnen würde. Man soll es nicht, aber mit irgendeinem Stundenlohn, was kostet dann so ein Glas? Ne? Wahnsinn. Aber Vorrat, kommen wieder in den Vorratskeller. Ich freue mich. Sowas kann man auch wunderbar eintauschen, weil so viel Marmelade kann man ja gar nicht essen. Sowas tauscht man dann. Ich habe Mirabellen, andere haben vielleicht Zwetschgen, Pflaumen oder Kirschen, die ich nicht habe, weil keine wachsen. Und jetzt kommen wir zurück zu dieser Pflanze hier hinter mir. Das ist Artemisia annua bzw. einjähriger Beifuß. Ein tolles Heilkraut. Das hier werde ich aber in Ruhe lassen. Das darf hier blühen und sich aussamen. Werde ich Samen ernten für nächstes Jahr. Ja, hier hinter mir habe ich eine viel größere, die ist bestimmt 2,50 Meter hoch. Naja, abzüglich Hochbeet. Aber trotzdem eine groß gewordene Pflanze und da werde ich jetzt ernten. Ich könnte jetzt hier natürlich einfach die Stängel ernten der Pflanze und alles kappen. Aber ich habe einen Tipp gesehen. Wenn man hier so einen Zweig hat wie diesen, dann einfach hier die ganzen Blätter abstreifen. Vorne bleibt die Spitze dran und so kann er weiter wachsen. Da kann ich im Herbst oder in ein paar Wochen nochmal ernten. Riecht schwer zu beschreiben, vielleicht würzig. Auf jeden Fall soll man hier die Blätter beernten, bevor die Pflanze in die Blüte geht. Und da ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Zwei Arten, was man machen kann. Einmal schonend trocknen. Das heißt, nicht in die Sonne hängen, sondern ich lege es hier in Schatten, dass es langsam trocknet. Dann wende ich das alle paar Stunden, wie bei Heu, damit es schön austrocknen kann. Aber nicht in der knallen Sonne, dann würden die ätherischen Öle mit verdunsten und das ist kontraproduktiv. Und das Zweite, was ich machen werde, alkoholischer Auszug. Da nehme ich mir einfach ein Glas und gebe da die Artemisia-Blätter rein. So, eine Menge verteile ich auf 2 Gläser. Dann kommt Alkohol drauf. Ihr könnt Korn oder Wodka nehmen. Ich habe hier 96-prozentigen. Immer wieder mal schütteln.
und jetzt stehen lassen für 4 bis 6 Wochen. Und jetzt heißt es Geduld haben. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit Artemisia weitergeht, Kanal abonnieren. Psst, kostet nichts. Morgen ist er trocken. Und jetzt bereite ich schon mal unser Abendessen vor. Dazu gibt es Zwiebeln aus dem Garten, Mangold, die ersten Tomaten, Stangensellerie, dann Fenchelgrün, Bohnen, eine Aubergine, leider mit Loch, macht aber nichts, das schneide ich einfach raus. Da habe ich noch eine Kohlrabi gefunden. Und ab in meine Eisenpfanne. Zucchini vergessen. Zu 100% selbstversorgt? Nicht ganz. Salz, Pfeffer, Öl, kommen nicht aus dem Garten. Aber der Rest, oh, und ich freue mich drauf. Lass ich mir jetzt schmecken. Wisst ihr, wen ich gerade abholen fahre? Überraschung. Viele von euch kennen sie bereits und ich freue mich total, dass sie wieder zu Besuch kommt. Juhu! Fine. Good to see you. Always with camera, you Always know that. with camera. Oh, and cake. This Hi. is Sean. Nice to meet you, Nice to Sean. meet you. Nice to meet you. Oh, nice to see you again. Good to see you, my friend. So, Daniela ist wieder da und ich freue mich tierisch und sie wird auch in den nächsten Videos immer mal wieder auftauchen. Ich hoffe, ihr freut euch. So, you're glad you're here? Super glad. Yeah, it's nice to be here. Feels like a home. Ah, great. Yeah, it Oh, feels that's so good. nice. Nice and relaxing. Okay. Yes, that's good. And you will stay for a while. A few weeks, I think. Yes. Perfect. Yes. Okay. Yes. Yes, it's good. Schreibt in die Kommentare, wer sie noch kennt von damals. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, quittiert es mir doch gerne mit dem Daumen rauf. Und ich hoffe, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Denn Sonntag ist Rigotti-Tag. Ahoi, sagt euer Selbstversorger Rigotti. Bleibt mir treu. Ist der laut.